Hallo, ich grüße euch. Heute beginne ich mit einer experimentellen Oberflächengestaltung. Ich arbeite heute auf einem Aquarellkarton. Den grundiere ich mit Gesso. Diese Techniken funktionieren aber auch auf einer Leinwand oder auf einer Malplatte. Meine Versiegelung bzw. Grundierung muss gut trocknen, dann kann es weitergehen. Mein erster Schritt heute ist eine Collage. Ich verwende hier Zeitungspapier, ihr könnt aber auch alle anderen dünnen Papiere, monochrom, bunt, was ihr gerade habt, nehmen und aufkleben. Diese Elemente sollen einfach die Angst vor dem weißen Blatt nehmen. Auf die Rückseite streiche ich jetzt dünn Acrylmedium oder Acrylbinder, klebe das Stückchen an die entsprechende Stelle, bestreiche es auch nochmal von der Vorderseite gründlich mit dem Binder. Gut trocknen. Ich arbeite heute experimentell und intuitiv. Als nächstes wähle ich ein Phthaloblau, welches ich wässrig auftrage, und anschließend tropfe ich Alkohol hinein. Die Alkoholtropftechnik. Ich werde im Verlauf mehrere Techniken übereinander anwenden, deshalb benutze ich heute überwiegend transparente Farbschichten. Hier kommt also der Alkohol, der die typischen Spuren hinterlässt. Es ist noch nicht komplett trocken und dann tupfe ich mit einem Papiertuch hinein. Wie gesagt, ich arbeite rein intuitiv und ohne Plan und mache mir noch keine Gedanken über die Komposition. Mein Ziel ist es, eine möglichst bewegte und interessante Oberfläche zu schaffen. Nun kommt ein transparentes Zitronengelb dazu. Es ergeben sich Mischfarben. Ich gehe einfach mit Neugier an die Sache heran. Nach dem Trocknen kommt jetzt etwas Weiß hinzu. Das deckt einiges zu, aber nicht komplett. Mit dem Pinselstiel kann ich da wunderbar in die feuchte Farbe hineinkratzen. Eine neue transparente Farbe, das ist ein Lila. Und ich trage es wieder ganz frei auf. Manchmal tupfe ich auch wieder etwas weg. Meine innere kritische Stimme habe ich jetzt einfach ausgeschaltet. Alles ist möglich. Solange die Farbe noch feucht ist, sprühe ich jetzt Wasser auf und mit einem
kalt gestellten Föhn puste ich die Tropfen als Spuren über das Blatt. Anschließend tupfe ich mit einem Papiertuch die feuchten Stellen wieder ab und die Hintergrundfarben kommen wieder zum Vorschein. Das sieht jetzt schon ganz vielschichtig aus. Bevor es weitergeht, einmal gut durchtrocknen. Nun kommt nochmal das Weiß ins Spiel. Mit einem trockenen Pinsel verstreiche ich es sehr transparent an einigen Stellen. Nun beginne ich mit der Ausarbeitung. Hier kann ich einzelne Stellen übermalen und überdecken, zunächst einmal mit Weiß, nach dem Trocknen dann auch mit anderen Farben. Ich bleibe aber hier bei meinen zuvor benutzten Grundfarben, dem Lila, dem Phthalo-Blau, dem Zitronengelb, Weiß und nachher kommt auch noch das Schwarz ins Spiel. Schaut mal, wie interessant die Oberfläche ist. Das Schwarz habe ich jetzt mit etwas Acrylbinder zu einem transparenten Schwarz gemischt und trage es als Schatten auf. Wenn ich die strukturierte Oberfläche ein bisschen betrachte, drängen sich mir bestimmte Formen auf, die ich dann mit den Schatten besonders hervorheben kann. Mit dem Weiß kann ich bestimmte Formen durch Highlights hervorheben. Das seht ihr hier.
Das ist mein Prozess bis hierhin. Ich könnte jetzt noch weitermalen, aber ich denke, ich habe euch klar gemacht, wie aus einem experimentellen Hintergrund eine abstrakte Formenlandschaft entstehen kann. Mir hat es Spaß gemacht, ich hoffe euch auch und ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, tschüss!